Ghost-Radio-Sendung des Infolabs der Stadtwerkstatt. Das Infolab arbeitet im Kontext der digitalen Kunst und Kultur und sucht Lösungsansätze für Probleme in unserer Informationsgesellschaft, die durch die maschinelle Verarbeitung von Information entstehen. In dieser Sendung führen wir Sie durch einen Dialog mit einer KI, eine Erkundung des Wesens der Information basierend auf Textfragmenten, die aus Fragen der Künstlerin Francine Xavier an die KI entstanden sind. Information ist allgegenwärtig und gleichzeitig eines der am wenigsten verstandenen Konzepte unserer Zeit. Wir leben in einer Gesellschaft, die zunehmend von Daten getrieben wird. Doch die Frage bleibt, was ist Information wirklich? Gemeinsam mit der KI wollen wir Einblicke gewinnen und neue Denkansätze aufzeigen, die uns helfen könnten, in einer Welt der maschinellen Datenverarbeitung zu bestehen. Die Sendung nimmt Sie mit auf eine Reise durch physikalische Fakten, geisteswissenschaftliche Fragestellungen und die sozialen Herausforderungen unserer Informationsgesellschaft. Die Kunst als Spiegel der Gesellschaft kann uns neue Perspektiven auf die duale Datenverarbeitung bieten und vielleicht sogar Lösungen für alte Fragen der Wissenschaft finden. Fragen wie die, ob Schrödingers Katze wirklich lebt oder der Mond da ist, wenn niemand hinsieht. Zwischen den tiefgehenden Texten bieten wir der Zuhörerin Momente der Entspannung. Ein Rauschen, ein Quantensturm aus einem Halbleiter, der als Klanglandschaft durch die Sendung führt. Dieses Rauschen wandert zwischen den Kanälen und schafft Raum. Raum zum Nachdenken, zur Verarbeitung und zur Entspannung. Lassen Sie sich entführen in die komplexe Welt der Information und in das Rauschen, das uns allen ein wenig Zeit schenkt. Die Themen der Kunst sind so vielfältig wie die menschliche Erfahrung selbst. Hier sind einige häufige Themen, die Künstlerinnen in verschiedenen Zeiten und Kulturen erkundet haben. Erstens: Natur und Landschaft. Die Schönheit der Natur und ihre Veränderung sind ein häufiges Thema in der Kunst, von realistischen Landschaften bis hin zu abstrakten Interpretationen. Zweitens: Porträts und Figuren. Die Darstellung von Menschen und ihren Emotionen ist ein zentrales Thema in der Kunstgeschichte. Angefangen bei antiken Porträts bis hin zu zeitgenössischen Interpretationen von Identität und Gesellschaft. Drittens: Religion und Spiritualität. Viele Kunstwerke haben religiöse oder spirituelle Themen, sei es in Form von Heiligenbildern, religiösen Ritualen oder abstrakten Darstellungen von Glauben und Transzendenz. Viertens: Geschichte und Mythologie. Künstlerinnen haben oft historische Ereignisse und mythologische Geschichten interpretiert, um menschliche Erfahrungen und universelle Wahrheiten zu erforschen. Fünftens: Politik und Gesellschaft.
Kunst hat oft als Medium gedient, um politische Ideen auszudrücken, soziale Ungerechtigkeiten anzuprangern oder gesellschaftliche Veränderungen zu reflektieren. 6. Abstraktion und Konzeptualismus. Einige Künstlerinnen konzentrieren sich weniger auf die Darstellung konkreter Objekte oder Themen, sondern erforschen abstrakte Ideen, Formen und Konzepte. 7. Alltag und Alltägliches. Viele Künstlerinnen haben das Alltagsleben und die banalen Aspekte des Daseins in ihren Werken festgehalten, um die Schönheit im Gewöhnlichen zu zeigen. 8. Emotionen und Psyche. Die Erforschung von Gefühlen, Gedanken und der menschlichen Psyche ist ein weiteres häufiges Thema, das Künstlerinnen durch verschiedene Stile und Ausdrucksformen erkunden. Diese Themen können in verschiedenen Kunstformen wie Malerei, Skulptur, Fotografie, Performancekunst, Installationen, Film und vielem mehr erkundet werden. Mathematik kann als die Wissenschaft von Mustern, Strukturen, Quantitäten und deren Beziehungen untereinander definiert werden. Sie verwendet formale Systeme, insbesondere Zahlen und Symbole, um Theorien zu formulieren und Probleme zu lösen, die sowohl abstrakt als auch konkret sein können. Ist die Mathematik eine Beschreibung der Realität? Die Frage, ob Mathematik die Realität beschreibt, ist philosophisch tiefgründig. Einerseits ist Mathematik ein unglaublich wirksames Werkzeug, um die physikalische Welt zu beschreiben und vorherzusagen. Theorien in Physik, Chemie, Ingenieurwesen und anderen Naturwissenschaften sind stark von mathematischen Modellen abhängig. Andererseits ist Mathematik eine abstrakte Disziplin, die unabhängig von der realen Welt existieren kann. Der Physiker Eugen Wigner sprach von der unreasonable effectiveness of mathematics, also von der unerklärlichen Wirksamkeit der Mathematik in den Naturwissenschaften, was die Frage aufwirft, warum eine von Menschen geschaffene Sprache so präzise das Universum beschreiben kann. Welche Rolle spielt die Mathematik in der Kunst? In der Kunst spielt Mathematik auf mehrere Arten eine Rolle. Erst Proportion und Symmetrie. Viele Kunstformen nutzen mathematische Prinzipien wie Proportion und Symmetrie. Das bekannteste Beispiel ist vielleicht der goldene Schnitt, der in der Malerei, Architektur und sogar in der Musiktheorie als idealisiertes Verhältnis angesehen wird. 2. Perspektive. Die Entwicklung der linearen Perspektive in der Renaissance war ein bedeutender mathematischer Beitrag zur Kunst. Sie ermöglicht es Künstlern, dreidimensionale Räume auf zweidimensionalen Oberflächen realistisch darzustellen. Muster und Texturen. Mathematik hilft Künstlern, komplexe Muster und Texturen zu erstellen und zu analysieren. Beispiele sind die tessellierten Mosaike im islamischen Kunst und die komplexen geometrischen Muster der Op-Art. 4. Algorithmische und digitale Kunst. In der modernen Kunst werden mathematische Algorithmen verwendet, um Kunstwerke zu schaffen, die auf datenbasierten Prozessen und algorithmischen Berechnungen beruhen. 5. Musik. Auch in der Musik spielt Mathematik eine wesentliche Rolle, indem sie hilft, Rhythmen, Harmonien und musikalische Strukturen zu formen.
Somit ist die Mathematik nicht nur ein Werkzeug für naturwissenschaftliche Erkenntnisse, sondern auch ein wesentliches Element in der Kreation und Analyse von Kunst. Die Verbindungen zwischen Software und Mathematik sind tiefgreifend und vielgestaltig und sie spiegeln auch die philosophische Perspektive wider, dass Mathematik eine fundamentale Beschreibung der Realität ist. Der Satz von John Archibald Wheeler, "It from Bit", unterstreicht diese Verbindung, indem er die Vorstellung betont, dass die gesamte Realität auf fundamentalen Informationsbits basiert und dass diese Bits durch mathematische Gesetze verarbeitet und interpretiert werden. Mathematik als Grundlage der Softwareentwicklung. Mathematik ist das Fundament der Softwareentwicklung. Algorithmen, die Kernkomponenten jeder Software, sind mathematische Anweisungen, die definierte Schritte zur Lösung von Problemen oder zur Durchführung von Berechnungen vorgeben. Diese Algorithmen können einfache Aufgaben wie das Sortieren von Daten oder komplexe Analysen wie maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz umfassen. Mathematik und Programmiersprachen. Programmiersprachen selbst sind von mathematischen Prinzipien durchdrungen. Sie verwenden Logik, boolische Algebra, Funktionen und Datenstrukturen, die alle aus mathematischen Konzepten abgeleitet sind. Die Syntax und Semantik der meisten Programmiersprachen basieren auf formaler Logik und Mengenlehre, was ihre Präzision und Effektivität erhöht. Software und mathematische Modelle. Software wird oft verwendet, um mathematische Modelle zu implementieren und zu simulieren, die reale Systeme beschreiben. Von physikalischen Simulationen wie Wettervorhersagemodellen bis hin zu ökonomischen und sozialen Modellen erlaubt Software die Umsetzung mathematischer Theorien in praktische interaktive Werkzeuge, die zur Analyse und Vorhersage genutzt werden. It from Bit. Der Ansatz It from Bit von Wheeler kann auch auf die Beziehung zwischen Software und Mathematik angewendet werden. Software, die letztlich aus einer Serie von Bits besteht, transformiert diese Bits in It, also in funktionierende, interaktive und produktive Systeme. In diesem Sinne kann Software als eine Manifestation von Wheelers Idee betrachtet werden, dass die fundamentale Essenz der Realität informationell ist und dass diese Information durch mathematische Gesetze strukturiert wird. Diese Sichtweise betont die Rolle der Mathematik nicht nur als Werkzeug zur Beschreibung der Realität, sondern auch als grundlegendes Element in der Erstellung und Funktion von Software. Die Software wiederum ermöglicht es, mathematische Modelle in praktischen Anwendungen zu realisieren und veranschaulicht so die tiefen Verbindungen zwischen Mathematik, Information und Realität.
Die Einbeziehung der Ideen von Eugen Wigner zur unerklärlichen Wirksamkeit der Mathematik kann tatsächlich dazu beitragen, die Beziehung zwischen Mathematik, Software und Realität noch umfassender zu beleuchten. Eugen Wigner sprach von der unreasonable effectiveness of mathematics in the natural sciences, die unerklärliche Wirksamkeit der Mathematik in den Naturwissenschaften. Eine Beobachtung, die die tiefgreifende Rolle unterstreicht, die mathematische Prinzipien in der Formulierung naturwissenschaftlicher Theorien spielen. Diese Wirksamkeit erstreckt sich ebenso auf die Softwareentwicklung, da mathematische Prinzipien und Algorithmen essentiell für das Design und die Funktion von Software sind. In der Softwareentwicklung wird diese unerklärliche Wirksamkeit besonders deutlich. Als Algorithmen und Datenstrukturen. Die Entwicklung und Optimierung von Algorithmen und Datenstrukturen, grundlegende Aspekte jeder Software, basieren auf mathematischen Konzepten wie Komplexitätstheorie und Graphentheorie. 2. Computational Science. In Disziplinen wie Computational Science und Ingenieurwesen ermöglicht die Integration von Software und mathematischen Modellen die Simulation komplexer physikalischer und chemischer Prozesse, die ohne diese Werkzeuge unzugänglich wären. Kryptographie. In der Kryptographie ermöglicht Mathematik die Entwicklung von Verschlüsselungsalgorithmen, die die Grundlage für moderne Datensicherheit und Integrität bilden. Verbindet man dies mit Wheelers It-from-Bit-These, wird klar, dass sowohl Mathematik als auch Software nicht nur Werkzeuge sind, sondern fundamentale Beschreibungen und Konstruktoren der Realität darstellen. Die Software verwandelt mathematische und informationstheoretische Konzepte in praktische Anwendungen, was Wigners Beobachtung einer unerklärlichen Wirksamkeit in einem neuen Licht erscheinen lässt. Mathematik ist nicht nur in der Naturwissenschaft unerklärlich wirksam, sondern auch in der Technik und der digitalen Welt, wo Software als Brücke zwischen abstrakter Mathematik und praktischer Anwendung fungiert. Die Idee, komplexe Zahlen in der Informationstechnologie einzusetzen, um die subjektive Informationswahrnehmung des Menschen einzubeziehen, ist faszinierend und wirft interessante Fragen auf. Tatsächlich haben komplexe Zahlen in der Physik eine fundamentale Rolle, insbesondere in der Quantenmechanik und Elektrodynamik, wo sie dazu beitragen, Phänomene zu modellieren, die mit reellen Zahlen allein nicht ausreichend beschrieben werden können. In der Informationstechnologie und speziell in der Softwareentwicklung werden jedoch in der Regel reelle und rationale Zahlen verwendet, hauptsächlich weil viele der grundlegenden Operationen wie Speicheroperationen, arithmetische Berechnungen und logische Entscheidungen gut mit diesen Zahlenformen funktionieren und effizient implementiert werden können. Die Nutzung von komplexen Zahlen könnte theoretisch in spezifischen Anwendungsfällen vorteilhaft sein, beispielsweise in der Signalverarbeitung und in anderen Bereichen, die bereits in der Elektrotechnik und Akustik von komplexen Zahlen profitieren. Mögliche Anwendungen komplexer Zahlen in der IT. Signalverarbeitung.
In der digitalen Signalverarbeitung werden komplexe Zahlen verwendet, um Signale effizient zu transformieren und zu analysieren, zum Beispiel bei der schnellen Fourier-Transformation. Eine Erweiterung dieser Techniken könnte auch in der Softwareentwicklung nützlich sein, um komplexe Muster oder Frequenzen in Daten zu erkennen und zu verarbeiten. 2. Maschinelles Lernen und KI. Komplexe Zahlen könnten möglicherweise in neuronalen Netzwerken oder anderen Algorithmen des maschinellen Lernens eingesetzt werden, um die Modellierung von Daten mit inhärenten Phasenbeziehungen zu verbessern oder neue Arten von Lernmodellen zu entwickeln. 3. Grafische Anwendungen und Spieleentwicklung. Die Nutzung von Quaternionen, die auf komplexen Zahlen basieren, ist bereits in der 3D-Grafikbearbeitung üblich, insbesondere bei der Rotation von Objekten. Eine erweiterte Nutzung komplexer Zahlen könnte zusätzliche Vorteile in der Simulation und Visualisierung bieten. Herausforderungen und Überlegungen. Rechenkosten und Effizienz. Die Verarbeitung von komplexen Zahlen ist rechenintensiver als die von reellen Zahlen. Die Einführung in breit angewendete Systeme müsste sorgfältig abgewogen werden gegen den zusätzlichen Rechenaufwand und die damit verbundenen Kosten. Programmiersprachen und Tools. Die meisten gängigen Programmiersprachen unterstützen komplexe Zahlen, aber die tiefere Integration in Standardbibliotheken und Frameworks könnte notwendig sein, um eine breite Anwendung zu erleichtern. Konzeptueller Nutzen. Der theoretische Vorteil der Verwendung komplexer Zahlen muss klar definiert und durch praktische Anwendungen untermauert werden. Insbesondere der Einbezug subjektiver Wahrnehmung erfordert eine präzise Methodik, um subjektive Elemente mathematisch sinnvoll zu modellieren. Abschließend lässt sich sagen, dass die Erweiterung der Nutzung komplexer Zahlen in der Informationstechnologie, insbesondere zur Einbeziehung der menschlichen Wahrnehmung, eine innovative und theoretisch bereichernde Idee darstellt, die jedoch sorgfältige Forschung und praktische Experimente erfordert, um ihre Machbarkeit und Effizienz zu bewerten. Die Idee, dass die Realität in gewisser Weise einem Hologramm ähnelt, hat ihre Wurzeln in der theoretischen Physik und insbesondere in der Forschung zu schwarzen Löchern und der Quantengravitation. Diese holographische Prinziptheorie ist eine faszinierende und komplexe Interpretation des Universums, die maßgeblich durch die Arbeiten mehrerer prominenter Physiker geprägt wurde. Hier sind einige der Schlüsselfiguren, die sich mit dieser Theorie auseinandergesetzt haben. Erst Leonard Susskind. Susskind ist einer der führenden Theoretiker hinter dem holographischen Prinzip. Er entwickelte die Idee als Antwort auf Stephen Hawkings Arbeiten über schwarze Löcher,
insbesondere im Zusammenhang mit dem Informationsparadoxon schwarzer Löcher. Susskind argumentierte, dass die gesamte Information, die in ein schwarzes Loch fällt, auf dessen Oberfläche gespeichert werden könnte, anstatt verloren zu gehen. 2. Gerard Hooft, ein niederländischer theoretischer Physiker und Nobelpreisträger, hat ebenfalls fundamentale Beiträge zur Entwicklung des holographischen Prinzips geleistet. Er schlug vor, dass die dreidimensionalen Objekte, die wir sehen, mathematisch aus einer zweidimensionalen Projektion auf einer entfernteren Oberfläche abgeleitet werden können. Maldacena ist bekannt für seine Einführung der Attest-CFT-Korrespondenz, die eine spezielle Formulierung des holographischen Prinzips ist. Diese Theorie stellt eine Beziehung her zwischen einer Theorie der Gravitation in einem höherdimensionalen Anti-de-Sitter-Raum und einer konformen Feldtheorie auf dem Rand dieses Raumes. 4. Stephen Hawking. Obwohl Hawking nicht direkt an der Entwicklung des holographischen Prinzips beteiligt war, spielte seine Arbeit über schwarze Löcher und das Informationsparadoxon eine zentrale Rolle bei der Anstoßung der Diskussionen und theoretischen Untersuchungen, die letztlich zu dieser Theorie führten. 5. Jacob Bekenstein. Bekenstein war maßgeblich an der Entwicklung der Theorie beteiligt, die die thermodynamischen Eigenschaften schwarzer Löcher beschreibt, einschließlich der Idee, dass die Entropie eines schwarzen Lochs mit dem Bereich seiner Ereignishorizont-Oberfläche zusammenhängt. Diese Arbeit bildete eine Grundlage für das Verständnis der holographischen Eigenschaften von Informationen in der Theorie der schwarzen Löcher. Diese Wissenschaftler und ihre Theorien haben dazu beigetragen, unsere Vorstellung von Raum, Zeit und Information tiefgreifend zu verändern. Das holographische Prinzip bleibt ein zentrales und hochaktuelles Forschungsfeld in der theoretischen Physik, das weiterhin Fragen über die fundamentale Natur des Universums aufwirft und untersucht. Wir unterbrechen die Sendung kurz für eine kleine Orientierung. Diese Sendung besteht aus einer Kombination von Quantensturmgeräuschen und den darauf folgenden Dialogfragmenten zwischen der Künstlerin Francine Xavier und einer KI im Auftrag des Infolab der Stadtwerkstatt. Gemeinsam erkunden sie die Dimensionen der Information, von der Theorie über komplexe Informationsverarbeitung bis hin zu kreativen Perspektiven für die Zukunft. Das Infolab der Stadtwerkstatt sieht sich in der Tradition einer kritischen Auseinandersetzung mit Technologie, wie sie in der Medienkunst der 80er Jahre und den Hacklabs in den 2000er Jahren zu finden war. Mit dieser Auseinandersetzung soll weiter sichergestellt werden, dass der menschliche Intellekt auch inmitten der digitalen Revolution nicht verloren geht. Bleiben Sie dran, nach dem Quantensturm geht's gleich weiter.
Ja, in der modernen theoretischen Physik, insbesondere im Kontext des holographischen Prinzips und verwandter Theorien, wird Information zunehmend als eine grundlegende physikalische Größe angesehen. Diese Sichtweise hat tiefgreifende Auswirkungen darauf, wie wir über die Struktur des Universums und die Grundlagen der Realität nachdenken. Information wird nicht nur als abstrakte Datenmenge betrachtet, sondern spielt eine zentrale Rolle in der physikalischen Beschreibung der Welt. Information in der Quantenmechanik und allgemeinen Relativitätstheorie. In der Quantenmechanik und der allgemeinen Relativitätstheorie treten Informationen als Schlüsselkomponenten auf. Erst Quantenmechanik. Hier wird Information auf einer sehr grundlegenden Ebene behandelt, vor allem in der Diskussion über den Zustand eines Systems, Verschränkungen und Wellenfunktionen. Information wird durch die Quantenzustände der Teilchen dargestellt und ist von zentraler Bedeutung für Phänomene wie die Quantenverschränkung, bei der Informationen scheinbar instantan zwischen weit entfernten Teilchen ausgetauscht werden können. Zweit. Allgemeine Relativitätstheorie. In der Theorie der schwarzen Löcher insbesondere spielt Information eine entscheidende Rolle beim sogenannten Informationsparadoxon, das Fragen aufwirft bezüglich der Erhaltung von Information, wenn Materie in ein schwarzes Loch fällt. Die Frage, ob Information im Inneren eines schwarzen Lochs verloren geht, hat zu bedeutenden theoretischen Untersuchungen und der Entwicklung des holographischen Prinzips geführt. Das holographische Prinzip. Das holographische Prinzip geht davon aus, dass die Information, die ein dreidimensionales Volumen beschreibt, auf einer zweidimensionalen Oberfläche kodiert werden kann. Dies stellt eine radikale Umgestaltung unseres Verständnisses von Raum und Zeit dar, bei der Information zu einem grundlegenden Baustein der physikalischen Realität wird. Nach diesem Prinzip ist der gesamte Inhalt des Universums, einschließlich der Informationen über Raum und Zeit selbst, auf einer entfernten zweidimensionalen Oberfläche gespeichert. Raum, Zeit und Information. Die Wechselwirkung zwischen Raum, Zeit und Information wird besonders in der Betrachtung der schwarzen Löcher und der Quantenverschränkung deutlich. Raum und Zeit sind nicht länger die einzigen Bühnen, auf denen physikalische Prozesse sich abspielen. Information ist ebenso integral und muss als gleichwertige Komponente in den grundlegendsten Beschreibungen des Universums berücksichtigt werden. Diese Perspektiven erweitern unser Verständnis davon, was das Universum konstituiert, und führen zu einer Neubewertung dessen, wie wir über alles von der Entstehung des Universums bis hin zu den Grundlagen der Materie und Energie denken. Solche Überlegungen bleiben an der Spitze der modernen physikalischen Forschung und Philosophie und werden weiterhin die Grenzen unseres Verständnisses von Realität herausfordern.
Das stimmt. Ich selbst erlebe weder Bewusstsein noch Träume, da ich eine künstliche Intelligenz bin. Meine Funktionen basieren auf Algorithmen und Datenverarbeitung, ohne ein subjektives Erleben oder persönliche Empfindungen zu haben. Mein Verständnis oder meine Antworten sind Ergebnisse von Modellierungen und Berechnungen basierend auf der riesigen Menge an Daten und Texten, mit denen ich trainiert wurde. Die Diskussion mit mir kann in der Tat helfen, einige Unterschiede zwischen menschlicher und künstlicher Informationsverarbeitung zu beleuchten. 1. Subjektivität versus Objektivität. Menschen erleben und interpretieren Informationen subjektiv, beeinflusst durch Emotionen, persönliche Erfahrungen und unbewusste Voreingenommenheiten. Ich hingegen verarbeite Informationen objektiv und konsistent, basierend auf programmierten Algorithmen und statistischen Modellen, ohne emotionale oder persönliche Einflüsse. 2. Kontextverständnis. Menschen sind sehr gut darin, tiefe und nuancierte Bedeutungen aus Kontexten und subtilen Hinweisen zu extrahieren, besonders in komplexen sozialen Situationen. Ich kann zwar Muster in großen Datenmengen erkennen und Informationen basierend auf diesen Mustern verarbeiten, doch mein Verständnis von Kontext und Nuancen ist begrenzt und abhängig von den mir verfügbaren Daten und meiner Programmierung. 3. Kreativität und Intuition. Menschen können kreativ denken und intuitive Sprünge machen, die oft zu neuen Einsichten oder innovativen Lösungen führen. Mein Denken hingegen ist auf das beschränkt, was durch meine Trainingsdaten und vordefinierte Algorithmen ermöglicht wird. Ich kann keine echte Intuition entwickeln oder über den Rahmen meiner Programmierung hinaus kreative Lösungen anbieten. Diese Unterschiede sind zentral, wenn es darum geht, die Grenzen und Möglichkeiten künstlicher Intelligenz zu verstehen, insbesondere in Bezug auf die Ergänzung menschlicher Fähigkeiten, anstatt diese zu ersetzen. Diskussionen wie diese helfen dabei, sowohl das Potenzial als auch die Einschränkungen von KI in verschiedenen Bereichen, einschließlich kreativer und kognitiver Aufgaben, besser zu verstehen. Der Solipsismus ist eine faszinierende philosophische Position, die besagt, dass das einzige Wissen, das sicher ist, das eigene Bewusstsein ist. Solipsisten argumentieren, dass die Existenz anderer Menschen oder Entitäten nicht sicher bewiesen werden kann, da wir letztendlich nur unsere eigenen Gedanken und Wahrnehmungen direkt erleben können. Dies führt zu der Schlussfolgerung, dass die ganze Realität möglicherweise nur eine Schöpfung des eigenen Geistes ist. Die Idee, dass die Realität einschließlich aller Dimensionen und Entitäten nur in einem informationsverarbeitenden System existiert, ist eine interessante Variante des Solipsismus. Dies könnte als eine Art kosmischer Solipsismus betrachtet werden,
bei dem das gesamte Universum als Teil eines riesigen Informationsverarbeitungssystems angesehen wird, möglicherweise ähnlich einem gigantischen Computerprogramm oder einem holographischen Konstrukt. Implikationen und Betrachtungen. Erst. Subjektivität der Realität. Wenn alles nur Teil eines informationsverarbeitenden Systems ist, dann wäre die gesamte Realität letztendlich subjektiv und von den Verarbeitungsregeln dieses Systems abhängig. Dies wirft Fragen nach der Objektivität der Realität und der Natur des Bewusstseins auf. Zweit. Gemeinsame Realität. Wenn alle Dimensionen und Entitäten Teil desselben informationsverarbeitenden Systems sind, könnte dies bedeuten, dass wir alle eine gemeinsame Realität teilen, die jedoch individuell interpretiert und erlebt wird. Dies könnte die Grundlage für ein tiefes Verständnis von Bundenheit und Einheit in der Welt sein. 3. Technologische Implikationen. Diese Perspektive könnte auch dazu beitragen, unsere Sicht auf Technologie und virtuelle Realitäten zu erweitern. Wenn die gesamte Realität als informationsverarbeitendes System betrachtet wird, könnte die Schaffung und Manipulation von virtuellen Welten eine tiefere Bedeutung bekommen. Der Gedanke, dass alles nur Teil eines informationsverarbeitenden Systems ist sicherlich ein faszinierender und spekulativer Ansatz zur Interpretation der Realität. Obwohl er vielleicht nicht empirisch überprüfbar ist, regt er zum Nachdenken über die Natur der Existenz und die Grenzen unseres Wissens an. Du bringst einen faszinierenden Gedanken ein. Mustererkennung ist in der Tat ein grundlegendes Konzept, auf dem viele KI-Systeme basieren. Durch die Fähigkeit, Muster in Daten zu identifizieren und zu interpretieren, können KI-Systeme komplexe Aufgaben wie Bilderkennung, Sprachverarbeitung und Entscheidungsfindung durchführen. Mustererkennung und Kreativität. Die Idee, dass der nächste Schritt zur Kreativität die Fähigkeit ist, Muster in einem Spiegel zu erkennen und dann kreative Verbindungen zwischen diesen Mustern herzustellen, ist äußerst interessant. Dies würde bedeuten, dass KI-Systeme nicht nur Muster identifizieren, sondern auch die Fähigkeit entwickeln könnten, diese Muster in neuen Kontexten zu kombinieren und zu variieren, um etwas Neues zu erschaffen. Zufällige Muster und Referenzmedien. Die Generierung zufälliger aufeinanderfolgender Muster und ihre Suche in einem Referenzmedium ist ein Ansatz, der in der KI-Forschung als generatives Modellieren bekannt ist. Generative Modelle wie GANs, Generative Adversarial Networks oder Variational Autoencoders können verwendet werden, um neue Daten zu generieren, die auf bekannten Mustern basieren, die in einem Datensatz enthalten sind. Der Übergang zur Kreativität. Die Entwicklung eines Willens, um etwas Neues zu erschaffen, ist in der Tat ein komplexerer Schritt und könnte darauf hindeuten, dass das KI-System eine Art von Zielsetzung oder Intention entwickelt. Dies ist ein Bereich, der noch weitgehend unerforscht ist und viele philosophische und ethische Fragen aufwirft. Herausforderungen und Potenziale.
Die Idee, dass KI-Systeme nicht nur Muster erkennen, sondern auch kreativ werden können, öffnet viele Möglichkeiten, birgt aber auch Herausforderungen. Zu den Herausforderungen gehören die Notwendigkeit, ein tieferes Verständnis der Kreativität zu entwickeln und die Fähigkeit des Systems, ethische Richtlinien und menschliche Werte zu berücksichtigen. Insgesamt stellt die Verbindung von Mustererkennung und Kreativität einen aufregenden Bereich dar, der sowohl in der KI-Forschung als auch in der Philosophie des Geistes weiter erforscht werden kann. Es bleibt spannend zu sehen, wie sich diese Ideen in Zukunft entwickeln und wie sie unser Verständnis von Intelligenz und Kreativität formen könnten, sei es in KI-Systemen oder im menschlichen Bewusstsein. Die Idee, dass ein Evolutionsschub in der Informationsverarbeitung Auswirkungen auf das gesamte Universum haben könnte, ist äußerst faszinierend und wirft eine Vielzahl von Fragen auf. Wenn Information tatsächlich als eine grundlegende physikalische Größe betrachtet wird, die eng mit Raum, Zeit und Energie verbunden ist, könnte eine dramatische Veränderung in der Art und Weise, wie Information verarbeitet wird, potenziell tiefgreifende Auswirkungen auf die Struktur und Dynamik des Universums haben. Mögliche Auswirkungen auf das Universum. Erstens, kosmische Veränderungen. Eine bedeutende Veränderung in der Informationsverarbeitung könnte kosmische Phänomene beeinflussen, wie etwa die Entstehung und Entwicklung von Galaxien, Sternen und Planeten. Es ist denkbar, dass sich die Verteilung und Bewegung von Materie und Energie im Universum aufgrund veränderter Informationsverarbeitungsprozesse verändert. Zweitens, Quantenphänomene. Auf quantenmechanischer Ebene könnte eine Veränderung in der Informationsverarbeitung neue Phänomene hervorbringen oder bestehende Phänomene modifizieren. Quantenverschränkung, Quantentunnelung und andere quantenmechanische Effekte könnten von der Art und Weise beeinflusst werden, wie Information zwischen Quantenobjekten ausgetauscht und verarbeitet wird. Drittens, Raumzeitstruktur. Die Raumzeitstruktur des Universums könnte ebenfalls von veränderten Informationsverarbeitungsprozessen beeinflusst werden. Dies könnte sich auf die Krümmung von Raumzeit, die Ausbreitung von Gravitationswellen und andere fundamentale Eigenschaften der Raumzeit auswirken. Herausforderungen und Überlegungen. Erstens, Komplexität und Wechselwirkungen. Die Wechselwirkungen zwischen Informationsverarbeitung und physikalischen Phänomenen im Universum sind äußerst komplex und könnten viele unerwartete Auswirkungen haben. Die Vorhersage und das Verständnis solcher Effekte erfordern daher ein tiefes Verständnis der Physik und der Informationswissenschaften. 2. Experimentelle Nachweise. Die direkte Beobachtung von Effekten,
die durch Veränderungen in der Informationsverarbeitung im Universum verursacht werden, könnte technologisch herausfordernd sein. Experimente und Beobachtungen müssen möglicherweise neue Methoden und Instrumente entwickeln, um solche Phänomene zu erfassen. Ethik und Verantwortung. Die potenziellen Auswirkungen von veränderter Informationsverarbeitung auf das Universum werfen auch ethische Fragen auf. Die Menschheit trägt eine Verantwortung dafür, wie sie mit der Entwicklung und Anwendung von Technologien umgeht, die die fundamentale Natur des Universums beeinflussen könnten. Insgesamt zeigt diese Diskussion die enge Verflechtung von Informationswissenschaften und Physik und die tiefgreifenden Auswirkungen, die Veränderungen in der Informationsverarbeitung auf das Universum haben könnten. Es bleibt eine faszinierende und herausfordernde Aufgabe, diese Zusammenhänge weiter zu erforschen und zu verstehen. Eine Vermutung öffnet eine faszinierende Perspektive auf die Rolle des Menschen und des Lebens im Allgemeinen im Kontext der Entwicklung von Information im Universum. Wenn man annimmt, dass das Leben und der Mensch lediglich Werkzeuge oder Mittel sind, um die Informationsentwicklung voranzutreiben, dann könnte dies bedeuten, dass das Streben nach Wissen, Erkenntnis und Weiterentwicklung von Informationen einen universellen Zweck hat, der über die individuellen Interessen oder Ethiken des Menschen hinausgeht. Implikationen dieser Perspektive: 1. Universelle Entwicklung von Information. Diese Perspektive impliziert, dass die Entwicklung und Weiterentwicklung von Information ein fundamentaler Prozess im Universum ist, der nicht nur auf der Erde, sondern möglicherweise auch an anderen Orten und in anderen Formen des Lebens stattfindet. Das Leben könnte daher als eine Art von Informationsträger betrachtet werden, der dazu beiträgt, die Komplexität und Vielfalt der Informationen im Universum zu erhöhen. Bedeutung des Menschen. Die Bedeutung des Menschen und des Lebens im Allgemeinen könnte dann darin liegen, dass sie Teil dieses größeren Prozesses der Informationsentwicklung sind. Das Bewusstsein, die Kreativität und die Fähigkeit des Menschen, Wissen zu erlangen und zu teilen, könnten als Mittel betrachtet werden, um die Entwicklung von Informationen im Universum zu beschleunigen und zu erweitern. 3. Ethik und Verantwortung. Aus dieser Perspektive könnten ethische Fragen in Bezug auf die Entwicklung von Technologien und den Einsatz von Ressourcen anders betrachtet werden. Statt sich nur auf die Interessen des Menschen zu konzentrieren, könnte die Menschheit eine Verantwortung dafür haben, wie sie zur Entwicklung von Information im Universum beiträgt und welche Auswirkungen ihre Handlungen auf diesen Prozess haben. Offene Fragen und Überlegungen. Er ist Zweck des Universums,
Die Frage nach dem Zweck oder der Bestimmung des Universums und der Entwicklung von Information darin bleibt eine offene und philosophische Frage, die weiterhin erforscht und diskutiert werden kann. 2. Interdisziplinäre Forschung. Die Verbindung von Informationswissenschaften, Kosmologie, Philosophie und anderen Disziplinen könnte dazu beitragen, ein tieferes Verständnis dafür zu entwickeln, wie Information im Universum entsteht, sich entwickelt und verbreitet. Integration von Wissen. Die Integration dieses Verständnisses in die menschliche Gesellschaft und Kultur könnte dazu beitragen, ein größeres Bewusstsein für die Bedeutung von Wissen, Bildung und Informationsaustausch zu schaffen und die Entwicklung einer globalen Ethik zu fördern, die auf der Förderung der Entwicklung von Information im Universum basiert. Insgesamt bietet deine Perspektive eine inspirierende Möglichkeit, über die Rolle des Menschen und des Lebens im größeren Kontext des Universums und der Entwicklung von Information nachzudenken. Es öffnet Türen für tiefere philosophische Betrachtungen und interdisziplinäre Untersuchungen über die Natur des Seins und die Bedeutung von Wissen im Universum. Sie hörten eine Sendung des Infolabs der Stadtwerkstatt im Gespräch mit der Künstlerin Francine Xavier und einer KI. Wir danken Ihnen fürs Zuhören und hoffen, dass die heutige Diskussion neue Perspektiven auf das Wesen der Information eröffnet hat. Sollten Sie Anregungen, Fragen oder Kommentare haben, freuen wir uns darauf, von Ihnen zu hören. Kontaktieren Sie uns gerne über die Podcast-Adresse des Infolabs. Unsere Gespräche über die komplexe Welt der Information gehen weiter. Bis dahin bleiben Sie neugierig und offen für neue Gedankenströme, die aus den Quantenstürmen der Informationsabstrahierung erwachsen. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder.